So, dann teste ich mal ein Nachfolgemodell von meiner CBR 600F. Das hier ist die CBR 650F. Genauen technischen Daten weiß ich gerade nicht. Ich glaube, Leistung ist ein kleines bisschen weniger als meine hatte. Ich glaube, die hatte so 106 PS oder so. Und mir fällt sofort auf, die Sitzposition ist sehr aufrecht. Ja, also nicht so gestreckt wie bei meiner. Da fährt sich echt fast wie so ein Naked Bike eigentlich. Der geht sehr schnell, sehr direkt. Haben wir eine Ganganzeige? Nein, haben wir leider nicht. Ja, das Windschild sehr tief. Ich bin mit dem Kopf fast einen halben Meter drüber, also die Oberkante vom Helm. Da muss man sich schon ordentlich klein machen. Ja. Ja gut, man sieht auch Maximaldrehzahl, wird vielleicht 12.000 sein. Meine CBR 600F hat das 14,5 gedreht, also 14.500 Umdrehungen. Da wird sie schon weniger Leistung haben, auch wenn es vielleicht ein bisschen mehr Hubraum hat, aber Leistung dürfte weniger sein. Ach schön, die Berge, noch ein bisschen beschneit. Ist aber richtig warm. Heute hat es vielleicht fast 25 Grad. Da schwitzt man sich die Kombi voll. Ja, der Sound ist gar nicht so schlecht, muss man sagen. So, jetzt können wir mal zumindest ein paar Kurven fahren. Fahrgänge runterschalten. Schauen wir, 6. Gang aus der Ortschaft raus. Wunderbar, ein bisschen Kurven. Kurvenwetzen hier, yeah! Der Motor läuft schön geschmeidig. Nichts Aufregendes, fährt sich einfach schön. Jetzt geht es noch mal ein bisschen bergab in Kurven. Die Strecke kenne ich, aber nicht in- und auswendig. Dann fahren wir da ganz gemütlich. Wenn ich jetzt noch was sehen würde, dann können wir überholen. Wunderbar. Sehr schön hier. Alles grün. Schöne Kurven, bergauf, bergab. Das hat mir früher hier immer schon sehr gut gefallen. Weil es ein bisschen bergauf, bergab geht. So ein bisschen grüne Hölle, Nordschleife. Da schöne Kurven drin. Schön. Der Wendelstein. Super. Richtung München zurück.
Ratatatam. Einfach ein Gottvertrauen ins ABS haben. Lassen wir sie vielleicht ein bisschen laufen. Kleines bisschen.